Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, schön, dass ihr zuschaut. Herzlich willkommen auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja Leute, heute werde ich euch eine kleine, aber feine Sache aus dem Räucherofen zeigen. Heute werde ich euch zeigen, wie man geräucherten Mozzarella macht. Ja meine lieben Kochfreunde, ich muss sagen, ich bin wirklich ein Riesenfan von Mozzarella. Ich esse Mozzarella eigentlich jeden Tag, am liebsten mit Tomaten, Basilikum und Balsamico-Creme, etwas Salzbrot, mehr brauchst du nicht. Und obwohl Mozzarella eigentlich relativ geschmacksneutral ist, finde ich, hat der Käse zwei ganz tolle Eigenschaften. Zum einen, ich mag einfach diese tolle Konsistenz davon, und zweitens, Mozzarella ist ein wunderbarer Geschmacksträger und lässt sich ganz toll verfeinern. Und genau das werden wir heute machen. Heute zeige ich euch ein einfaches, aber dennoch sehr delikates Rezept für kalt geräucherten Mozzarella. Fangen wir an. Ja, kommen wir nun zu den Zutaten. Als erstes brauchen wir Mozzarella. Ist ja auch logisch, ist ja keins von diesen Videos wie Brot backen ohne Mehl oder Omelette ohne Eier, Mozzarella räuchern ohne Käse, das funktioniert nicht. Deswegen habe ich hier 3 Mozzarella-Blöcke zu jeweils 400 Gramm. Ihr könnt natürlich auch andere Formen nehmen. Ich mag diese Blöcke, und ja, den werden wir jetzt weiter verarbeiten. Doch bevor wir das machen, kriegt der Mozzarella erstmal ein Bad verpasst. Dazu verrühre ich 1 Esslöffel Zitronensaft mit einem Teelöffel Natron. Jetzt vermische ich das mit kaltem Wasser. Lege den Mozzarella hinein. Und gieße noch Wasser auf, so dass der Käse bedeckt ist. Ja, der Mozzarella bleibt jetzt 5 Minuten in dieser Natronlauge. Das hat den Vorteil, durch das Natron nimmt der Mozzarella später den Rauch besser auf. Der kriegt so eine schöne goldgelbe Kruste. Und ja, ich bilde mir ein, dass er auch ein bisschen schnittfester wird dadurch. Ja, der Käse soll nicht nur nach Mozzarella und Rauch schmecken, deswegen habe ich hier noch ein paar Kräuter. Das hier ist etwas frischer Thymian und ich habe noch etwas Salbei. Jetzt verteile ich die Kräuter auf dem Käse möglichst gleichmäßig und tue das Ganze noch etwas salzen. Ja, den Mozzarella habe ich jetzt gut in Frischhaltefolie eingepackt und den stelle ich jetzt in den Kühlschrank für 24 Stunden, damit der Käse das Aroma von den Kräutern aufnehmen kann. Und morgen geht's weiter. Ja Leute, ich habe die Frischhaltefolie mit den Kräutern entfernt und
Der hat sich schon toll aromatisiert, der Käse. Und was werden wir jetzt machen? Jetzt stelle ich das Ganze nochmal für 24 Stunden in den Kühlschrank. Wozu das? Ganz einfach aus dem Grund, der Käse soll ja noch etwas schnittfester werden. Der soll noch etwas mehr Feuchtigkeit verlieren. Und der zweite Grund ist, auf feuchten Käse haftet der kalte Rauch nicht. Und ja, deswegen nochmal 24 Stunden in den Kühlschrank. Ja Leute, der Käse war jetzt 24 Stunden lang im Kühlschrank, der hat nochmal Feuchtigkeit verloren, die Oberfläche ist schön angetrocknet und ja, jetzt ist er bereit für den ersten, für den ersten Räuchergang. Dazu habe ich einen Sparbrand vorbereitet aus Buchenholzmehl und was viele nicht wissen, man kann auch den Rauch aromatisieren. Ich habe hier getrocknete Kräuter, etwas Oregano, Thymian und Basilikum. Das streue ich noch mit dazu und da kann man noch ein paar Prozentpunkte mehr an Geschmack herausholen. Der Käse wurde nun 8 Stunden lang kalt geräuchert und so sieht der Mozzarella nach dem ersten Räuchergang aus. Nach jedem Räuchergang stelle ich den Käse in den Kühlschrank, ungefähr für 16 Stunden, dann wird er wieder für 8 Stunden geräuchert, doch bevor der Käse in den Kühlschrank kommt, braucht er noch ein bisschen Pflege. Dazu stellt ihr eine Salzlake aus 100 Milliliter kochendem Wasser und 15 Gramm Salz her, verrührt das Ganze, lasst es abkühlen und dann wird der Käse rundherum damit eingepinselt. Das Einpinseln mit Salzlake hat folgenden Hintergrund: Das fördert die Rindenbildung und die Reifung des Käses, es hemmt das Bakterienwachstum, gibt dem Käse mehr Geschmack und wie gesagt, das macht ihr nach jedem Räuchergang, bevor ihr den Käse wieder in den Kühlschrank stellt. Der Käse war nun die Nacht über im Kühlschrank und jetzt folgt der zweite Räuchergang. So sieht der Käse nach dem zweiten Räuchergang aus und wie ihr sehen könnt, hat er eine schöne goldgelbe, tiefe Farbe bekommen. Das Ganze duftet einfach nur herrlich und ja, was wir jetzt machen werden, ich werde ihn wieder rundum mit Salzlake bepinseln und dann kommt er wieder für 16 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt kriegt der Mozzarella noch seinen finalen dritten Räuchergang. Und danach werden wir ihn anschneiden. Ja, meine lieben Kochfreunde, dieser wunderbar duftende Käse, der ist nun fertig. Ich habe ihn dreimal geräuchert und ja, schaut euch das mal an, was der für eine wunderbar goldgelbe Farbe hat und fast schon wie so ein Goldbarren und schmeckt nur besser. Hoffe ich zumindest. Ja, der einzige Weg, das herauszufinden, ist, wir müssen ihn anschneiden. Das ist irgendwie schade drum. Ich komme mir vor, als würde ich so ein Kunstwerk zerstören, aber was sein muss, muss sein. Wenn ich euch jetzt sage,
Das ist der beste Käse der Welt, glaubt mir das ja eh keiner. Also müsst ihr das nachmachen und euch selbst überzeugen. Ja, meine lieben Kochfreunde, das ist wirklich ein ganz, ganz fantastischer Käse, den du mit einfachen Mitteln selber herstellen kannst. Und ich garantiere dir, so einen Geschmack kriegst du in keiner Käserei. Das ist der absolute Hammer, sehr rauchig, ein ganz, ganz tolles Aroma. Der hat auch eine schöne Textur, das macht richtig Spaß, das zu kauen. Kann euch wirklich sehr, sehr empfehlen, das nachzumachen. Und wie ihr gesehen habt, viel Arbeit ist es nicht. Jetzt haben wir Herbst, die Räuchersaison fängt an und das ist ja etwas, was du prima nebenbei räuchern kannst. Und geräucherten Mozzarella. Probiert es aus, ihr werdet begeistert sein. Ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Matti.